Frieden ist einfach das Verweilen im natürlichen Zustand. Im Wissen, dass alle Menschen, die dir begegnen in Raum und Zeit, einfach andere Ausdrucksformen dessen sind, wer du bist. Im klaren Wissen, wer du bist und wer der andere ist. Wenn in der fühlenden Entfaltung all diese Schliche, die du glaubtest verwenden zu müssen, fallen. Gibt es auch nichts mehr, was für die sogenannten anderen interessant sein könnte, um anzudocken. In der verzweifelten Suche der ewigen Heimat. Diese unbegrenzte Freiheit auch im Spiel der Form des Menschseins auszudrücken. Ohne Bedingtheit ist Frieden. Vertiefung des Friedens geschieht im Verweilen darin, es spielt immer weniger eine Rolle, was die anderen tun. Du weißt, dass es ausschließlich dazu dient, dass diese Reifung der Verfeinerung des fühlenden Gewahrseins mit diesem Körper-Geist-Gefährt einfach dazu dient, um noch feiner in diesem fühlenden Gewahrsein als Bewusstsein anwesend zu sein in Raum und Zeit. Diese vollkommene Deckung der offenen Weite, mit der vollkommenen offenen Weite realisiert als Bewusstsein im psychophysischen Gefährt in dieser Welt. Das Geschenk verfeinerten energetischen Erlebens als das eine ewige Sein im Ausdruck der Erscheinungsform zu bezeugen, zu erstaunen, zu verkörpern. Der reine Materialismus ist reine Spiritualität und reine Energetik, ohne Bedingtheit.
die Durchlässigkeit und dieses Verweilen in der Durchlässigkeit in angenehmen und unangenehmen Zuständen. Immer weniger der Verleitung zu erliegen, wenn es weh tut, sich zu verschließen und in die Verhärtung zu flüchten, sondern die Chance zu nutzen, vollkommen hier zu bleiben, wo es zu Ende ist, und tiefer und feiner die Fülle des Gewahrseins in Raum und Zeit auszustrecken und zu erspüren, was dieses Menschsein bedeutet, was der Wert dieses Menschseins bedeutet, nicht von dieser Welt, in dieser Welt zu leben, zu arbeiten und zu wirken und zu schmecken und zu erleben. Und dieses Ich und der Vater sind eins, diese klare, pragmatische Christuserfahrung ist unendlich vertiefbar in der feinen Abstimmung des Menschseins in Raum und Zeit. Und es beginnt immer, indem es jetzt hier zu Ende ist, indem du jetzt hier vollkommen anwesend bist in Durchlässigkeit. Wie auch immer es sich energetisch anfühlt, welche Energiebewegungen und Gedankenformen auch ihr Spiel treiben. Und es bedarf keiner Anstrengung in diesem Moment, irgendeiner Illusion eines vergänglichen Glücks nachzujagen. Denn du erkennst immer mehr, dass was auch immer erreicht wird, in der vergänglichen Form einfach auch wieder irgendwann zerfallen muss, so wie jede Form. Aber die reine Bewusstseinsform beyond, jenseits, vollkommen hier, dieses Bewusstseinserleben als Bewusstsein selbst, in jedem Setting, hier jetzt erlebt, durchleuchtet und immer mehr in der Verfeinerung der Energetik erspürt wird. Wer du als Bewusstsein bist, im Ausdruck über die Form in Raum und Zeit. Es gibt keine Evolution als Bewusstsein selbst. Es gibt nur eine Evolution, dieses psychophysische Fahrzeug in Raum und Zeit der Transformation zu übergeben, zuzulassen, dass die Verfeinerung im Fühlen von Schmerz und Freude das Sensorium schärft und immer feiner die Erlebbarkeit zugelassen wird. Und
ist es auch möglich für alle Menschen, ein natürliches Verständnis zu entwickeln. Denn in jedem Menschen begegnet dir Gott in der Bekleidung einer psychophysischen Energiebewegung. Und dennoch ist es das eine, das sich ausdrückt freier oder programmierter oder konditionierter. Es spielt keine Rolle. All dies ist ein Angebot, still mittendrin in der Energiebewegung. In der Weichheit zu verweilen. Weichheit der kristallenen Schärfe dieses Nichtgeistes, dieses Leerkopf-Buddha. Buddha ist Buddha. Wirklich verwendbar ist die Buddha-Natur, wenn es leer ist. Aber Buddha ist auch, wenn angefüllt mit allem möglichen Kram, ist es auch Buddha. Aber verwendet werden kann die Buddha-Natur, wenn das Gefährt in Raum und Zeit ausspielen darf, wenn es willkommen ist. Was auch immer geschieht, das Bewusstseinsgeschöpf darin reift. Bis die Ausdrucksform vollkommen eins ist in der vollkommenen Weite deiner ewigen Natur. Das Wissen zu sein ist die Freigabe der Formung der Energetik, der Fleischwerdung, der Menschwerdung. In jeder Gebärde, im Ausdruck, in jeder Handlung in Raum und Zeit.
kann gar nicht anders sein, als wie es in diesem Moment ist, auch in der Energetik, in Raum und Zeit. Im Moment. Daher ist es nicht nötig, die Trennung auf den Plan zu rufen, durch die Gedankenbewertung, durch Wünschen und Wollen, durch Ideen. Was immer auftaucht, ist Ausdruck des Einsseins in diesem Moment. Auch wenn Trennung auftritt, ist Trennung, die erlebt wird, Ausdruck des Einsseins in diesem Moment. Wenn du die Geschichte nicht glaubst, die darüber erzählt wird. Das Energiefahrzeug ist lernfähig. Du weißt, dass es nur diesen einen Lehrer gibt, der immer still ist in dir. Von woher das Energiefahrzeug in Raum und Zeit. In die freie Transformation sich immer mehr ausdrücken darf. Und alle Hindernisse, unter Anführungszeichen, dienen der Schärfung auf das, der Beziehung auf das, was immer immer wieder neu das immer ist und sich immer wieder neu ausdrückt. Durch alle Formen des Menschseins, Raum und Zeit. Alle sind Buddha-Kollegen in Raum und Zeit. Die Arbeitskollegen sind nur vorübergehende Rollenkollegen. Die Buddha-Kollegen sind die ewigen Ausdrucksformen des einen Kollegiums. Willkommen, Buddha-Kollegin.
im Kollegium des einen. Vergängliche Form in Raum und Zeit lernt von der ewigen Form. Der offenen Weite. Wie könntest du im Erkennen deiner selbst eine Grenze finden? Geschieht in der Verwendbarkeit dieses psychophysischen Gefährts in Raum und Zeit. Sie bezieht sich nicht darauf, wer du bist. Sie bezieht sich darauf, wie du, wer du bist, in dieser Welt leben kannst, in Raum und Zeit. Wie du immer tiefer und intensiver und bewusster in dieser Welt leben, das Leben bezeugen darfst, wer du bist. Ohne dass dies von dem, wer du bist, gebraucht wird. Im klaren Wissen, nicht von dieser Welt zu sein, im klaren, eindeutigen Wissen ist es einfach, in dieser Welt zu sein. Ja. Alles, was geschieht, geschieht einem Ausdrucksgefährt in Raum und Zeit. Wem geschehen Zustände und Stimmungen? Ereignisse.
Die Jagd nach dem Glück erfüllt sich nie, und wenn nur vorübergehend. Denn Glück ist meist Gebundensein an eine bestimmte Bedingung eines Zustandes, der sich so und so anfühlt. Eine Bedingung, die angenommen wird als okay. Ein emotionales, mentales oder energetisches Setting, das angenommen wird. Die Dimension des Friedens und der Freiheit ist der ewige Ort, von woher die Verwendbarkeit der psychophysischen Kreatur in Raum und Zeit reifen kann. Die Abmischung der Ausdrucksqualitäten des Ich Bin, des einen Immerwerden davor, der sogenannte Alltag ist ein Geschenk immerwährender Überprüfung der einen Wahrheit. Die Gnade der praktischen Bezeugung. Des reinen Wesens mit einem mehr oder weniger gereiften Gefährt in Raum und Zeit. Der reine Buddha erprobt eine vorübergehende, mehr oder weniger kompatible und evolvierbare Spiel-Erlebnis-Ausdrucksform in Raum und Zeit. Dies kann die Buddha-Natur weder bereichern noch beschmutzen. Die Realität des Seins kann nicht durch Unwissen getrübt werden. Die Realität des Seins wird nicht durch Einsichten verbessert. Die Einsicht ermöglicht
Verfeinerung des Gewahrseins. Dessen, wer du bist, wer du immer bist, über und im Erspüren der Energetik in Raum. Immer wieder die Frage des Maharishi, wer bin ich und nicht, wie geht es dem Fahrzeug? Dieses Wollende, Nicht-Wollende, Wissende, Nicht-Wissende, mobile in Raum und Zeit. Im normalen, dem natürlichen Zustand wird es möglich, immer mehr und mehr zu verstehen. Verstehen in Raum und Zeit, in der Erfahrung zu sein. Zu sein in der Reifung des psychophysischen Werkzeugs in Raum und Zeit, den Wert des Seins immer tiefer zu realisieren. Aus der Stadt gezogen, ist bis heute für mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen, meinst wohl, bald als Beute mir meinen Leib zu fassen. Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe.
diesen Körper, den Körper zum Singen bringt, wird in dieser Öffnung, im Gewahrsein des Singens durch und an, immer klarer realisiert. Ganz anderes. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume wächst, wenn sie nicht küsst, der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied, weil es allein aus der Liebe blüht. Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb, oh, sag noch einmal mir, ich hab dich lieb. Wohin ich immer gehe, ich fühle deine Nähe, ich möchte deinen Atem trinken und beten dir so Füßen sinken, dir allein, wie wunderbar ist ein leuchtendes Haar, traumschön und sehnsuchtsbang. Dies ist viel so. Ist ein strahlender Blick, hör ich der Stimme Klang, ist es so wie Musik. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume wächst, wenn sie nicht küsst, der Sonnenschein. Der ist mein schönstes Lied, weil es allein aus der Liebe erblüht. Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb, oh, sag noch einmal mir, ich hab dich lieb. Körper singt im Lobpreis des einen Buddha. Buddha ist immer still. Ausdruck des Buddha klingt als Gesang des Seins in Raum und Zeit. Buddha ist nicht Kuh, aber Kuh ist Ausdruck von Buddha.
Ausdruck von Buddha wird gesehen und du erinnerst dich, wer ist Buddha. Wer bin ich? Wer? Buddha hat keine Form oder erscheint in allen möglichen Formen, in allen Formen. Buddha kann mit den physischen Augen nicht gesehen werden. Buddha kann klar mit dem ewigen Auge realisiert werden. Jede Erscheinungsform ist ein Hinweis, eine Spur, ein Pointer auf Buddha. Seins. Ausdrucksraum der verschiedenen Körper und Energieströme. Feiner an deine wahre Natur zu erinnern. Bewusstsein, reines Bewusstsein im Abenteuer des Gewahrseins und verfeinerten Realisierens. Alles, was du weißt oder glaubst zu wissen, bezieht sich auf Energieformen. Realisation deiner selbst geschieht in der
gestoppten Durchsicht, im ungerichteten, reinen Sehen des unsichtbaren, ewigen Seins. Erscheinungsform, durchlässige energetische Hüllen, wie der Maharishi zu Punjaji gesagt hat, was what appears and disappears is not real. Was erscheint und wieder vergeht, ist im Erscheinen. Finde heraus, find out who the seer is. Finde heraus, wer als das unsichtbare Auge durch alle Augen vollkommen durchlässig die Form sieht und die verblickt und erkennt, wer als der unteilbare Bewusstseinsstrom in der Energetik des Gewahrseins im einfachen Erkennen zu sich selbst erwacht. Die sogenannte Individualität einer Person ist genauso wenig ein Widerspruch zum einen wie die sogenannte Individualität einer Wellenbewegung im Meer. Gibt es überhaupt Wellen?
Alles ist Wasser. Die Weichheit des Wassers erwacht zu sich selbst als Ozean. Es räumt die Klippen nicht aus dem Weg. Der grundlegende Friede braucht kein Glücklichsein. Glücklichsein ist nicht notwendig. Glücklichsein ist unvergänglich und veränderlich. Freude und wie auch immer der Organismus in Raum und Zeit programmiert ist, haben nichts mit dem grundlegenden Frieden deiner selbst zu tun, sondern mit einer Einstellung im Modus des psychophysischen Gefährts. So wie eine Kindersperre eingestellt ist, kann genauso ein Freudeverbot eingesperrt werden oder bestimmte Art von Schleier, der wie ein Filter zugeschüttet wird. Aber in der Freiheit haben wir diese verschiedenen Emotionen, immer die Bedeutung, wie es vorher gehabt haben, wie du dieses unabhängig von allen Emotionen nicht gekannt hast. Weißt du, dass du mal verwechselt hast? Tief in dir drinnen hast du nach einer unbedingten, unendlichen Liebe gesehen. Und gesucht hast das in den Bedingten, in den Dingen. Und das war nie machbar. Das heißt, die Programmierung, wenn du den tiefen Frieden kennst, ist ganz wichtig. Oder du weißt ja noch, als du bist, wie es bist. Weil es gar keinen anderen Zugang gibt eigentlich, wenn du ehrlich bist. Die unbedingte Liebe ist deine einfache Bereitschaft, dieses psychophysische Gefährt vollkommen so wie es ist in diesem Moment und programmiert ist in diesem Moment vollkommen anzunehmen. Physisch, psychisch, emotional, mental.